Seitdem das Internet sich über die letzten paar Jahrzehnte als die Hauptquelle für Entertainment in unserer heutigen Gesellschaft erwiesen hat, wirkt es beinahe so, als würde das Fernsehen, vor allem in Jugendkreisen, immer mehr und mehr in Vergessenheit geraten. An einem schicksalhaften Tag habe ich mich dazu beschlossen, einen weiteren Blick auf die deutsche Fernsehindustrie zu werfen, um zu sehen, ob sie zu Recht vom World Wide Web usurpiert wurde. Und lass mich dir eins sagen. Diese Erfahrung rüttelte mich bis zu den Knochen durch. Denn, wow, das war absoluter Trash. Ich komme lieber gleich zur Sache. Ich bin froh darüber, dass das Internet diesen Scheiß auf praktisch allen Arten und Weisen obsolet machte. 3 Werbungen nacheinander auf Crunchyroll zu bekommen, wenn ich versuche, einen Anime zu schauen, macht mich bereits extrem aggressiv. Und dann erwarten Sender wie ProSieben wirklich von mir, dass ich mich durch 8 bis 10 Minuten lange Werbemarathons durchkämpfe, um was, fucking Big Bang Theory zu gucken? Bazinga! In meisten Fällen lohnt es sich nicht mal da zu sitzen und auf das Ende der Werbepausen zu warten, weil da sowieso fast nie was Gutes läuft. Außer du stehst auf Millionen fast identische Krimiserien, 1000 Castingshows, dessen einzigen Unterschiede sich auf die Jury oder wie schnell die Gewinner von allen vergessen werden beschränken. Oder, mein persönlicher Favorit, die Fake-Reality-Serien, die legit Gift für Geist und Seele sind. Und es gibt auch noch so viele von denen, wer schaut sie? Okay, aber was ist mein eigentlicher Punkt? Tatsache ist, dass das deutsche Fernsehen anscheinend in den letzten paar Jahren wirklich den Bach runtergegangen ist und man all die guten Sachen, die man früher oft im Fernsehen sah, wie, keine Ahnung, solide deutsche TV-Serien, Dokus, Cartoons und natürlich auch Anime, heutzutage mit einem Tippen auf verschiedenen Online-Services abrufen kann, was diese kleine Kiste hier noch nutzloser macht. Es gibt aber noch eine weitere Sache, die mit ein paar der zuvor genannten Dingen allmählich von den deutschen Glotzen verschwand. Eine Sache, die einen besonderen Platz in den Herzen von Leuten, die noch bis heute Anime schauen, inklusive mir, verdient. Ich rede natürlich über die Kunst des deutschen Anime-Openings. Ich denke, das Konzept eines Anime-Openings sollte jedem klar sein. Mit ihnen sind japanische Animationsstudios in der Lage, die Welt, Figuren und das gesamte Feeling ihres Werkes in einer kurzen, knackigen 1- bis 2-minütigen Sequenz mit passender Musik zu verkapseln und neue Zuschauer dazu zu bringen, sie sich mal aus Neugierde und/oder purer Faszination anzusehen. Und selbstverständlich haben sich deutsche Kanäle die Mühe gegeben, Zuschauern das zurzeit neue und bahnbrechende Medium namens Anime mit manchen Änderungen an diesen zuvor genannten Sequenzen etwas näher zu bringen. Ernsthaft, frag jede Person, die in den späten 90ern oder den frühen 2000ern mit Sendern wie RTL 2, Tele 5, Kabel 1, MTV und mehr aufwuchs, ob sie sich an 1 oder 2 deutsche Anime-Openings erinnert. Und ich versichere dir, dass sie dir mindestens 5 ganze Songs von Anfang bis Ende vorsingen kann. Sie haben sich nämlich, wohl oder übel, über die Jahre in unseren Möchtegern-Japaner-Hirn eingenistet und sind vor allem für mich von Bedeutung, da sie und die Serien, zu denen sie gehörten, dabei geholfen haben, mich zu der Person zu machen, die ich heute bin. Und zwar zu einem unproduktiven, nutzlosen Teil der Gesellschaft. Aber genug Selbstironie. Kommen wir zum Main Event. In diesem Video werde ich eine Reise zurück in die guten alten Zeiten von deutschen Anime-OPs machen, bevor ich schließlich versuche zu erklären, warum sie seit ihres ursprünglichen Verschwindens kein großes Comeback mehr gemacht haben. Aber kleine Warnung. Da ich ein kleines Baby bin, dessen Erfahrung mit diesem Thema sich hauptsächlich aus dem Sendeprogramm von Pokito zusammensetzt, werde ich mich eher weniger auf Serien, die hier in den 90ern und davor ausgestrahlt wurden, fokussieren. Also ja, sorry im Voraus. Okay, wie wär's, wenn wir sofort mit einem Knaller starten? Wie viele bereits wissen, gab es viele verschiedene Arten, auf denen deutsche TV-Sender Anime-Intros umsetzten, aber die meiner Meinung nach beste ist die, bei der sie versuchten, so nah wie möglich am Original zu bleiben und die einzigen Änderungen sich auf die Lyrics beschränkten. Und um diese zu finden, muss man nichts weiteres tun, als die Könige von Shonen selbst zu betrachten. Die Openings von Dragon Ball Z und GT waren alle makellose Umsetzungen ihrer japanischen Gegenstücke und brachten die Vibes dieser so authentisch wie möglich rüber. Das erste DBZ-Intro wurde mit seiner großartigen Animation, den Szenen, die alle Ereignisse in der Story bis zum Cell-Arc anspielen, motivierenden Lyrics und tollen Vocals von Andy Knote nicht ohne Grund zum Klassiker. Sie hatte aber noch ein geiles Opening, in Form von dank seines neuen Musikstils, der eher in Richtung 90s Rock geht, der perfekt zum Hauptcharakterwechsel vom alten Son Goku zu seinem Teensohn Gohan passt und den Fokus auf die neuen und alten Figuren der Serie legt, dessen Dynamik sich nach dem Timeskip in verschiedenen Arten veränderte, schreit dieses Opening geradezu, dass das hier eine neue, erwachsene Ära von Dragon Ball ist. Eine, in der kleine Monkey Boys zu großen Monkey Men werden und Gohan endlich in die Fußstapfen seines Vaters tritt, um die Welt vor jeglichen apokalyptischen Gefahren zu beschützen. Oder es wenigstens versucht. He tried it.
Keine Ahnung, ob das ja eine unpopuläre Meinung ist, aber ich würde meinen, dass mein liebstes deutsches Opening des Franchises Sora E von Dragon Ball GT ist. Flieg dorthin, wo wir die Sterne finden. Nimm sie mit, lass keine Zeit verrinnen. Wir werden bei dir sein, auf der Suche nach den Dragon Balls. Weißt du, irgendetwas an diesem Opening vibet einfach mit mir. Vielleicht liegt es erneut an Knotes Performance, die hier womöglich die herzhafteste seiner Karriere ist. Oder dem relativ langsamen Tempo des Songs, der nach den ersten paar schnellen und bombastischen Openings für reichlich Vielfalt sorgt. Oder möglicherweise liegt es an der Tatsache, dass es einfach ein tolles Gefühl von Abenteuer verspürt, das das Franchise schon seit dem Ende der OG-Serie nicht mehr richtig hatte und einem denken lässt, dass man sich gerade auf eine nostalgische, absolut fantastische Erfahrung einlässt. Spoiler Alert, das komplette Gegenteil trifft er zu. Doch das hält das Opening nicht davon ab, ein Klassiker zu sein. Weißt du, ich war nie wirklich Teil des riesigen Monster-Karten-Collecting-Hypes der 2000er, aber die animierten Werbungen... Fuck. Ich meine natürlich Serien, die für diese Franchises produziert wurden, haben dennoch einen riesigen Teil meiner Kindheit ausgemacht. Case in point, Digimon. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja. Es gibt nur wenige Anime, dessen Welt, Figuren und Wesen mich als Kind so begeistert haben wie die besten Staffeln von Digimon. Die Openings von Digimon Adventure und Adventure 02, beide gesungen von Frank Schindel, verkapseln mit ihren für Kinder-Anime-Verhältnisse spitzenmäßigen Visuals, heiteren Melodien und Lyrics, die eine gute Balance zwischen kindlichem Optimismus und purem Schmalz treffen, dieses Mid-2000s Anime-to-Mittag-Feeling wie kein anderes. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Ich bin bereit, ich nehm's mit allen auf. Der Weg wird weit sein, wir müssen gehen, um alle Abenteuer zu bestehen. Die Tatsache, dass sie so gut darin sind, dieses Gefühl, eine komplett fremde Welt durch die Augen der Digi-Ritter und ihrer Partner erkunden zu können, durch die Animation zu verkörpern, hilft ebenso. Wobei ich gestehen muss, dass die Art, auf der Tai und die anderen im ersten Intro in die Digi-Welt transportiert werden, extrem besorgniserregend ist. Selbst die meiner Meinung nach nicht so guten Serien des Franchises wie Data Squad und Frontier hatten geile Intros, die die Qualität dieser 10-fach verbesserte. By the way, scheiß auf Frontier. Das gleiche lässt sich allerdings nicht über den GOAT sagen. Ich meine hiermit natürlich den mit Abstand besten Post-Adventure-Ableger des Franchises, Tamers. Ich bin nur ein großer Träumer, doch mit Träumen fängt es an. Ich hab viel zu lang gebraucht, um zu erkennen, was ich kann. Meine Gedanken fliegen höher, breiten ihre Flügel aus. Ich bin bereit, es ist soweit, ich hab mein Ziel erreicht. Die stylischen und kreativen Shots, die krassen Vocals von Schindel, die das japanische Original, wenn du mich fragst, übertreffen, das Foreshadowing auf spätere Ereignisse und der pure Hype, der dieses Intro prägt, macht es zu meinen absoluten Favoriten. Trotz der eher düsteren und mehr oder weniger realistischen Stimmung, die durch die pulsierenden, modernen Straßen und Wolkenkratzer des japanischen Großstadtdschungels Shinjuku, der die namensgebenden Tamer in eine moderne und klaustrophobische statt offene und märchenhafte Welt transportiert verkörpert wird, bleibt dieses Gefühl von Selbstvertrauen, die man in seine eigenen Fähigkeiten und die seiner Kameraden legen sollte, die vorherigen Openings auch beinhalteten, intakt. Wodurch dieses OP hier in der Lage ist, sich etwas von den anderen zu differenzieren, aber sich dennoch eindeutig wie Digimon anzufühlen. Es mag vielleicht sein, dass ich aufgrund meiner Liebe für Tamers ein bisschen voreingenommen bin, aber du kannst mir noch nicht sagen, dass der Scheiß nicht slappt, oder? Außerdem hat das Intro mir als Kind dabei geholfen, die traumatischen Momente der letzten paar Folgen etwas einfacher aus meinem System zu bringen. Ernsthaft, wer ist für diesen kranken und verdammt coolen Scheiß verantwortlich? Was? Der Writer von Serial Experiments Lane? Oh ja, das ergibt Sinn. Nice shot! Es gibt noch ein paar deutsche Anime-Openings der authentischen Art, die ich nennen könnte, wie die Comfy-Intros von Ranma 1/2 oder das super dramatische Opening 5 von Detektiv Conan, alle gesungen von Petra Scheser, oder das männliche, testosterongefüllte, CBT-verteilende Opening von Pretty Cure. Ich kann nichts dafür, es ist wahnsinnig catchy. Doch, um es kurz zu machen, werde ich sie mal überspringen und direkt zum König der deutschen Anime-OPs übergehen. Und dafür müssen wir zurück ins große Piratenzeitalter. Wir treiben immer südwärts, wenn's aus Norden weht und drehen uns wie der Wind sich dreht, auf der Suche nach dem goldenen Traum im Licht.
Du wusstest hundertprozentig, dass ich früher oder später One Piece erwähnen würde, oder? Nicht mindestens eines der mit Abstand besten deutschen Anime-OPs überhaupt zu erwähnen, wäre eine Sünde, die ich mir ehrlich gesagt nicht vergeben könnte. Vom Entspannenden ins Licht, das uns einen Blick auf die Erkundung, die die Strohbande auf den gefühlt endlosen blauen Gewässern macht, liefert und dank der strandmusikartigen Instrumentals, netten Vocals und coolen White Shots ein verdammt bequemes Feeling ausdrückt, bis zu Die Reise beginnt, dessen schnelles Tempo und energischer Beat einfach perfekt zur actiongeladenen und emotionalen Rettungsmission des Enies Lobby Arcs passt. Die Reise beginnt und über uns wehen die Segel im Wind und vielleicht finden wir schon bald, was heute noch wie ein Traum erscheint. Und ich kratze hier nur an der Oberfläche. Jungle Pea, Regenbogenstern, Übers Meer, Karte des Herzens, alles Banger, die einen tollen Job dabei machen, die Thematik und den Charme der Serie durch die Melodien und Lyrik sowie die tolle Präsentation wiederzuspiegeln. Es ist eigentlich ziemlich schade, nur über ein paar von ihnen sprechen zu können, da sie fast alle so spitz und catchy sind, wenn du mich fragst. Eine Sache, die auch nicht besonders toll ist die Tatsache, dass weniger als die Hälfte der Intros ins Deutsche übersetzt wurden und sie gerade vor meinem absoluten Favorit Share the World aufhörten. Was ich jetzt nicht abspielen werde, da mir die 30 Copyright-Claims und Strikes, die ich mir mit diesem Video verdienen werde, persönlich schon reichen. Jedenfalls ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich ein Intro ausgelassen habe. Eins, das vielen Leuten, die den deutschen Dub der Serie schauten, instant in den Sinn kommt, wenn sie an die Serie denken. Glaub mir, zur Abwechslung habe ich mal einen guten Grund dafür. Denn dieses Opening dient mir als Übergang zur zweiten zuvor genannten Art von deutschen Anime-Openings, nämlich die German Originals. German Originals, wie ich sie gerne nenne, nahmen die originalen japanischen OPs von Serien, warfen sie in die Tonne und gaben ihren eigenen Senf in Form von neuen Melodien und Lyrics dazu, die nicht unbedingt immer die qualitativ besten waren, aber fuck, eine Sache muss man ihnen lassen, einprägend waren sie schon. Das erste deutsche One Piece Intro zeichnet sich allerdings nicht nur durch seine Einprägsamkeit, sondern auch durch seine Qualität aus. Die Legende von Noel Pix hat ein komplett anderes Feeling vom japanischen We Are. In dem Sinne, dass durch die Änderung der Instrumentals eine etwas ernstere Atmosphäre entsteht, welche weit entfernt vom ursprünglichen fröhlichen Original ist. Doch trotzdem gingen diese abenteuerlichen Vibes und der Fokus auf die Kameradschaft der Strohbande, welche so ziemlich das Herz von One Piece bilden, nicht verloren. Ein verdammt cooler Trend, der bei beiden Versionen des ersten Openings seinen Beginn hatte und erwähnt werden muss, ist natürlich die Erzählung der Geschichte von Gol D. Roger. Diese macht es nicht nur für neue Zuschauer einfacher, sich besser in die Welt und Geschichte von One Piece ohne jegliches Vorwissen hineinversetzen zu können, sondern erinnert auch treue Fans daran, dass sie sich momentan auf eine jahrelange, legendäre Reise begeben, die wahrscheinlich nicht nur in die Geschichtsbücher eingehen, sondern die Legende von Gol D. Roger selbst usurpieren wird. Oh ja, nebenbei, ich habe die besagte Reise schon längst abgebrochen. Ich habe noch vor Marineford aufgehört. Naja, hoffentlich hat dir die Fahrt bis jetzt gefallen. Denn ab hier geht es nur noch bergab.